So, ja, dauert jetzt ein bisschen, bis du Bild hast. Ja. Aber ich, ja, erzähl schon mal. Also 60 Seconds geht da drum 60 Sekunden und dann fällt die Atombombe vom Himmel und dann bist du Apfelmus. Und, ja. Der wie Churchill im Bunker. Los geht's. Ich spiel's mal auf normal. Begin Adventure. Mal gucken. Also am Anfang ist das Spiel noch ganz anders als später. Haha. Und zwar jetzt. Verdammt. Wir müssen das Fenster ein wenig darüber ziehen, sonst sieht man das nicht. Das ist ein bisschen strange, das Game, weil es nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Kein Wunder. Bei dem kleinen Spielchen. So. Ja, und jetzt haben wir gleich 60 Sekunden, uns auszurüsten für die Atomapokalypse. So, nehmen wir mit. Gasmaske, Axt. Und rein in den Atombunker. Kleinen Jungen nehmen wir mit. Unseren Sohnemann, denke ich mal. Komm her. Mama nehmen wir auch mit. Und was gibt's hier noch? Knarre. Auch gut. Ein bisschen Zeugs. Hier essen. Oh, es wird knapp. Das wird knapp. Tadam! Jetzt geht es los. Also, das ist unsere herzensgute Familie, die wir hier haben. Timmy, Riffle, Ted und Dolores. Unsere Utensilien. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Day 1. All of us made it into the shelter just a second before the blast. That was a close one. As long as we are all together, we can make it work down here. We remember hearing canned soup. Hearing canned soup is healthy for you. Our shelves are full of cans. We'll eat from cans. We'll sleep on cans. We'll even talk to cans. Some of us already do. There's just barely enough water for everyone. We will have to ration it strictly. So, wir müssen also rationieren. Essen haben wir genug. Wasser ist zu wenig. Habe ich zu wenig eingesammelt. Aber am ersten Tag würde ich sagen, hallo Pfarrer Flieger, willkommen hier, hallo aus dem Bunker. Also am ersten Tag würde ich sagen, sind die Mägen ja noch gefüllt. Das heißt, heute gibt es nichts zu essen und zu trinken. Ja, nichts. Weiter. Surviving down here is no walk in the park. It won't get easier. We are hopeful this blow over soon and life will be back to what it used to be. Or else. Ja, oder else. Wird es hier unten stressig. Also die hoffen natürlich hier zu überleben und dass das Leben wieder so schön wird wie vorher. Aber nach einer Atomapokalypse, Bombe, wird das wohl nicht passieren. Tag 2. So, schauen wir mal, was unser Buch sagt. Ja, hier kann man übrigens nicht viel machen. Flashlight haben wir mitgenommen, Axe, Rifle, die Gasmask. Licht funktioniert. Fliege. So, gucken wir mal. Day 2. Or else we might face dangers we've never dreamed of. Mary Jane is feeling safe. Who wouldn't in this coffin-sized shelter? Timmy is good. We all at least he was 5 minutes ago. Everything seems okay with Dolores. Ted is not complaining today, at least not very much. Ja. Die beiden Eltern, wichtig ist, die beiden Eltern dürfen nicht sterben und die Kinder dürfen nicht alleine im Bunker sein. Also ein Papa oder Mama muss immer hier im Bunker sitzen.
Ja. Das Spiel ist natürlich auf Englisch. So ist das halt. So. Supplies. Rationieren. Ich denke mal am zweiten Tag. Nö. Gibt noch kein Essen. Wobei, jetzt wollen wir die rausschicken. Jetzt wollen wir die jetzt geht's los. Doch, so. doch können die doch. Gibt's die Gasmaske drin? Ja, aber jetzt am dritten Tag werden die schon ein bisschen knatschig, weil die echt was zu trinken brauchen. Und wir geben denen einfach mal... Wir haben ja noch einmal Getränke. Ah, es wird echt knapp. Ja gut, komm. Einmal. So. It looks like the area is still irradiated. Going to the wasteland right now is unsafe unless you don't mind getting sick. So, die freuen sich auch alle hier. Ted is happy to risk his life in the wastes. Es ist natürlich draußen alles verstrahlt und so weiter und so fort. Should we start preparing an expedition for tomorrow? Also ja, wir werden rausgehen. Wir planen mal so eine, weil wir brauchen ja, sonst verdursten wir hier unten logischerweise. Aber wenn man rausgeht, wird man natürlich strahlenkrank. Mal gucken. Everything is shaking, cans are jumping all over the place. If this had happened after we drank that delicious wine for supper a few weeks back, it would seem perfectly normal. It's either another nuke or a quake. Either way, we need to grab something before everything gets smashed to pieces. Ja, also, Erdbeben, was sollen wir uns schnell... Oh, wir haben kein Radio, sehe ich gerade. Das ist ganz schlecht. Wir müssen eins finden. Aber eine Gasmaske ist, glaube ich, wenn wir gleich an die Oberfläche gehen, sinnvoller als eine Taschenlampe. Und deswegen halten wir schnell die Gasmaske fest, bevor sie herunterfällt. Treiber geht fremd. Hallo Sally Raven. Hallo Halloween. Guten Abend. So, Tag 3 im Bunker. So, da sieht man schon hier kaputt. Damaged Flashlight. Verdammt. So, also es wird... Ich glaube, ich werde so lange nicht überleben hier. Achso, Ziel ist bei dem Ganzen so lange wie möglich zu überleben mit den Utensilien, die du im Vorfeld also, ausgesucht hast. Eigentlich ist es so, im Tutorial wird einem gesagt, also die Regierung kommt ja und guckt nach dir. Weil das Land, was wohl hier weggebombt wurde, ist, denke ich mal, irgendwas so Amerika. Haha, wer hätte es sonst gedacht? Was es sonst ist, also es ist Amerika wohl und die bösen Kommunisten fallen ein. Und allerdings... Weißt du als Spieler, oder wir wissen, wenn es zweimal an der Tür klopft, aber nur wenn es zweimal klopft, dann kommen die GIs oder wie auch immer, das Militär, die Soldaten und holen uns hier raus. Aber nur wenn es zweimal klopft. Ansonsten sollten wir auf keinen Fall aufmachen und bis dahin müssen wir irgendwie überleben. Man muss jetzt nicht jemanden rausschicken, aber würden wir natürlich verdursten. Vielleicht klopft es ja auch gleich an der Tür, keiner weiß. Aber gut. We got to the gas mask in time, just before it was about to get smashed by jumping pieces of furniture. That was one hell of a quake. Let's try to stay positive. This was hardly anything compared to the nuke that dropped recently. You know the one, right? Good, -1 hier Taschenlampe weg. It's always better when things are calm. Luckily, nothing new happened to Mary Jane today. Timmy is on his best behavior. How long will it last? If there was anything to report about Dolores, this is where it would have been written. Ted is not complaining today, at last not very much. Also, es geht allen ganz gut, ein bisschen gelangweilt sind die. So, ja, jetzt könnten wir natürlich denen so ein bisschen was geben. Das ist Tag 3. Ja gut, komm. Ich glaube, 4 Tage kann man ohne Wasser überleben und ich weiß nicht, wie lange man ohne Essen, wie lange die ohne Essen überleben können. Machen wir mal. So. Day 3. This is a good day to go outside. Stretch a bit, get some fresh toxic air, maybe scavenge a thing or two. We sure could use some extra supplies. That's if we want to survive. Who should go outside? So, wer soll raus? Die Frau. Also ich würde sagen, der kleine Junge, oder? Den können wir ja am besten entbehren. Ja genau, an dem ist am wenigsten dran. Ja. Wenn dann nachher die Kannibalistenzeit anfängt, wenn es Essen ja, ausgeht. dann ist ja hier so, genau, ist ja nichts dran. Ach, Ne, der dann huscht würden wir, durch die Strahlung durch. ja, dann würden wir erst ihn opfern, dann hier dann die und Schwester, dann, zusammen ja, und dann, Papa isst sie alle auf. Papa ist hungrig.
So, Tag 4. Und guck mal, der kleine Junge ist weg. Mal gucken, was passiert ist. Mary Jane didn't cause any trouble today and no trouble dared to cross her path. Wunderbar. Timmy went out to the wasteland. We don't know what we'll do if he doesn't come back. Today's been very fine for Dolores thus far. There's nothing going on with Ted, nothing new anyway. Also es ist eigentlich mehr oder weniger so wie gehabt wie getan, so blub, nix ist los. Deswegen können wir auch weitermachen. We are not alone. There's a huge, hairy bunny beast that seems to be hiding in one of the pipes. It's been poking its head out, eyeing our measly food stash. We can't let it get to it. We can't let it be in here when we sleep. Okay, also irgend so ein Bunny-Beast, so ein Hasenmonster. Groß, haarig, hasig. Lunzt immer aus so einem Ding heraus. Und nun müssen wir dagegen vorgehen. Ich würde sagen, wir knallen es ab. Zack. Oh, ja, das hat wohl nicht geklappt mit dem Abknallen. Tag 5. Our cancer saved. Too bad for the hairy mutant. Guess we're still top of the food chain. Good for us. Damn, our gun blew up when we tried to shoot the thing. Okay, dann brauchen die anderen ein bisschen Wasser. Kriegen sie aber nicht. 1 minute it was all fine and the next we were at each other's throats. How did this happen? This is insane. We need to get a grip on ourselves if we are going to survive this. Let's just sleep on it. Good night. Mach mal grad weiter, ich bring mal grad die Mädels ins Bett. Jo. Was hat denn hier radioaktiv geknistert? Tag 6. We could barely sleep after all that arguing. Let's hope this won't happen again. Ja, die haben sich wohl noch ein bisschen voll genörgelt. Und hier gibt es ein bisschen Wasser. Gucken. This is terrible. We can't sleep. We've been having problems with sleeping ever since we got down here. But now it's worse than ever. If we don't deal with this problem, we won't be able to cope with any other challenges that await us outside these thin, sheltered doors. Oh, ich habe kein Medikit und sie hätten ganz gerne eins. Wo bleibt mein Sohn? Was? Er sieht schon richtig fettig aus. Tired, tired. Oh Mann. Wo bleibt denn der? Oh, Kacke. Barely ignoring our symptoms, we tried to get at least 1 hour or 2 of sleep. No luck. We're even more tired than we were, and there are other problems we will need to face soon. Let's just hope our yawning will be enough to scare raiders away or save us from radiation sickness. Okay, die sind einfach nur alle müde, konnten nicht schlafen. Wunderbar. We are surprised our generator is still running. We are at least getting some light in here, but going out without a flashlight is suicidal. We should try fixing it. Ja, jetzt bräuchten wir irgendwelche Fixing-Tools, um die Lampe zu reparieren, damit wir damit mal auch rausgehen könnten. Das erinnert mich so ein bisschen an This War of Mine. Natürlich in kleinen das Game. Tag 8. Oh mein Gott. It's not worth even touching it if we don't know what we are doing. Okay. So, hungrig sind sie anscheinend auch nicht. Wo bleibt der Sohn? You maniacs, you blew it up. Oh, damn you all to hell. That's something we shouldn't told our neighbors when they blew up their barbecue last spring. Those were good times, even if they wasted a perfectly good barbecue. Okay. Ein kleiner Scherz.
What we make of today will be our tomorrow, so let's make it right. Ja, wir kriegen jetzt langsam ein bisschen Durst. Aber wir haben ja schon kein Wasser mehr. Und an Tag 9, that trash can of ours is getting disgusting. The good news is we don't have much of an appetite when we see it, so we are saving some food. Yet for some reason we would like to tidy this mess up. Those giant green cockroaches are a pretty good motivator. Gut, es fängt an zu stinken. Der Müll quillt über. Ah, da kommt, glaube ich, wer. Hey! Timmy ist da! Und viele Cockroaches sind da. Oh my, that thing is huge. And there goes another one. Roaches everywhere. We're doomed. We already feel all dirty. We were so afraid for Timmy, but he came back from the wasteland and is safe with us now. One of the buildings to withstand the blast turned out to be our local bus station. If any passengers survived, they have long since abandoned the buses, leaving behind, okay, backpacks. Ja, also Busstation, da gibt's was. Our local athletics team was preparing to depart for a championship taking place somewhere in the boondocks. Their bus was full of refreshing water. 2 Wasserbuddeln auf jeden Fall. Gut, dann können wir... Moment, wer hat denn was? Thirsty, thirsty, hungry. Hungry, thirsty, thirsty, thirsty. Weil die tired sind, können die nicht rausgehen. Das ist schlecht. Dann müssen wir sie schicken, das dicke Mädchen. If there's anyone who can rescue us from this hellish situation, it's our government. Da. Ah. Die Soldaten müssen einen raushauen. You can badmouth them all you want, but that probably means you're either a naysayer or a Kommunist. We are good citizens, we've been paying our taxes regularly, so we're sure Uncle Sam is coming to get us. We'll accept that one time when we... Never mind. The government people are coming and we should keep our ears and eyes open for any sign from them. Okay. Tja, leider habe ich kein Radio und kann nicht zuhören, wo irgendwie Rettungshelikopter kommen oder so. Ist doof. If there is one thing we need to do, it's to use a radio on regular basis to catch any emergency broadcast that might be transmitted in our area. It's either that or it's strolling around outside waiting to get picked up. The first option sounds a bit more sane. Okay. Okay, Timmy braucht ein bisschen was zu trinken. We are feeling pretty optimistic about today's expedition. The only thing left to do is choose the right person to go outside. So, warum kann ich eigentlich nicht die Gasmaske aufsetzen? Das würde ja vielleicht ein bisschen Sinn machen. Oh, vielleicht brauche ich die demnächst auch hier drin. Oh, guck mal hier. Timmy guckt sich hier schon ganz interessant die Flashlight an. Mary Jane went outside. Let's hope she hurries back soon. Timmy is very hungry. Timmy has rested. Wieso ist der very hungry? Ich habe ihm doch was gegeben. Dolores is quite calm given the situation. Ted's stomach. Okay, also. Hunger. Hunger. We've never felt weird, but today we had to revisit the term. It seems that our little green guests are trying to communicate with us. One was even holding something that resembled a sign which read, "You came in peace." Okay, what on earth do they mean? Ja, wir sollten irgendwie jetzt diese Cockroaches zerstören hier drin, aber das können wir nicht. Ganz neue Pestizide. Oh mein Gott. Guckt euch Ted an. Crazy!
Dolores. Thirsty, hungry, crazy und tired. Guck mal, TREiBER und Frau Sally Raven. Und das ist Joker. Oh mein Gott. Talking to the products of your imagination is one thing, but talking to roaches, come on, we're better than that, aren't we? Timmy's good. Well, at least he was 5 minutes ago. Dolores would really love to eat something. Dolores will not last long without water. Dolores' sanity is questionable. Ted is really thirsty. Ted has gone crazy. Scheiße. Mann mal. Was war da nochmal? Was ist mit ihr? Dolores eats water. Ted thirsty. Eat. Oh mein Gott, Ted. Der ermordet die bestimmt alle mit der Axt. We know very little about what's going on outside. It would be a good idea to find out more, maybe discover if anyone else made it to safety. A radio could help us with this. Ja, oh. Haben wir nicht. Das Radio sollte wohl das Wichtigste sein, was man hier hat. Irgendwie in so einem Bunker. They say ignorance is bliss. Another day without any clue what's going on might not necessarily kill us. Some water von Timmy. Ja. Muss Timmy echt was trinken? Would be nice. Ah, would be nice. Nein. Gibt's nix. Our family has been stuck down here for a while now, and we are very worried this might have an adverse effect on Timmy's education. Can he even read anymore? Up there he at least consumed a comic book or two a week. Now there's nothing. We need to give him something to read. Tja. Schreib doch einfach was nieder mit Blut oder mit Tomatensuppe. Wo bleibt die denn auch draußen? Wie viele Tage geeiert die denn da draußen rum? We don't need no education. It's the new word and schooling won't make any difference. It's all about who owns the most cans now. 1 can, 2 cans, 5 cans. Timmy prefers apple juice, but right now we should give him some water. Dolores has rested, isn't acting normal, sometimes is okay. Timmy braucht ein bisschen Wasser. Ja, wir haben ja kein Radio, also wurde im Tutorial auch gesagt, dass das Radio mit, glaube ich, das Wichtigste ist. If there's one thing we need to do, it's to use radio on regular basics to catch any image. Ja, das hatten wir ja schon. Ja, it turns out Mr. Freeman, the physics teacher at Timmy's school, was right. 1 + 1 does indeed make 2. In our case, it's 2 or more cockroaches because those little bastards just keep coming. We need to clean up our mess or end up with a full-blown infestation. Ah! Jawohl, sie hat eine Karte mitgebracht. Und Pestizide. Living with roaches can't be too bad, right? Even if they are stealing your pillows, socks and wallets. Why would roaches even need wallets? And that smell is horrible. Nothing made us happier than the sight of Mary Jane returning to the shelter from the surfers. We believe that our expedition to the wasteland must have been followed by strangers. We should be more cautious next time. It was difficult to tell right and left in all of the trouble that our town turned into. Okay. There was an abandoned truck in line for the gas pump. Okay. Yep, the canned soup company. 1 soup for us. Einmal Wasser. One of the cars had a map inside of it after
perusing the chart, we noticed a label which read "Time Machine hidden here." A big red X marks the spot. We stumbled upon a half-eaten sandwich in the cashier's booth and some bug spray. Cool. Oh, da sind Karten. Ja, Pfleger, klar. Sehr fürsorgliche Familie, erstmal die Kiddies in ihre adoptive Stadt schicken. Sicherlich, irgendwer muss doch zu Hause bleiben. Das ist, ja, Timmy geht's ja auch wieder gut. Und er hat jetzt Karten, mit denen er spielen kann. Mary Jane is quite hungry. Mary Jane caught something nasty. Mary Jane is really tired. Das ist die Tochter. Timmy should eat something. Dolores would really love to eat something. There has to be some water left. Dolores should get it. Ted's stomach. Oh Mann, die sind aber alle so ein bisschen... Also, was ist mit Dolores? Really love to eat. Okay, sie muss. Ted... Oh, drinking soon. Muss auch. Das wird knapp. Mary Jane... Quiet hungry. Und Timmy should eat something. So. Und die fürsorgliche Familie muss natürlich jetzt auch bald den nächsten rausschicken. Ich glaube, wir schicken wieder Timmy. Oder Pfleger, wen sollte man schicken? Despite his need for a nap, Ted could try his best on the surface. We can send Dolores for an expedition. We don't think Mary Jane should go outside. Timmy has a chance to get back. How big a chance, though? Ja, auf jeden Fall machen wir eine Expedition. Ist natürlich klar. Mary Jane has been awful silent today. This is very unlike her. Should we try talking to her? Ja, wir reden mal mit unserer Tochter. Mal gucken, was sie erzählt. Mein Dad ist ja schon crazy. Ich weiß nicht, ob man den losschicken sollte. Ich gucke sie den an. Also der Junge sieht immer noch am besten aus, so interessiert mit der Taschenlampe. Also... Tja. Die ist auch schon crazy. Die Eltern sind crazy. Die ist krank. Oh Mann, das gibt's in die Hose. Das halte ich nicht lange durch. Nothing solves problems better than an honest conversation over a hot beverage. We don't have the letter, but talking alone seems to be the trick. Getting something to drink from Mary Jane sounds like the right idea. We can't leave Timmy. Okay, Dolores isn't very well. Her sanity is questionable. Ted tries to hide it, but it's obvious he has a lot of issues. He often has lengthy conversation with his sock puppet. Okay, der redet mit seiner Puppe. Aber Timmy muss ja ein bisschen was trinken. Ja, und wen schickt man raus? Timmy. Ich meine, den alten, gebrechlichen, verrückten Vater, guck ihn dir an, den kannst du nicht rausschicken. Und die auch nicht. Und hier, nee. Timmy macht das schon. Timmy überlegt schon hier. Auf geht's. Tag 19. Water is... okay. Water, Timmy went to the wasteland, everything, Ted is fine. Mary Jane ist meine Tochter. Das muss ich natürlich nicht nachgucken, das hätte ich auch so gewusst. Der Vater simuliert doch nur. Ja. Now, we learned a valuable lesson recently. If you don't do anything about roaches in your home, you will end up with more roaches. That's not ideal. If we don't do anything about it, we will end up all glowy, just like them. So, und jetzt können wir hier auch mal sprayen. Bam. Okay. Mary Jane's diet could use a little food. Und -1. Dolores will not last long without water. Needs water to survive. Ted. Oh my god.
Okay, Ted braucht Wasser. Ja, jetzt habe ich kein Wasser mehr. Das war's. Jetzt ist durch. Schluss. If there's anyone... Ja, das Problem des Radios an Tag 20 besteht immer noch. Tag 21. If there's anything we need to do, it's to use the radio on regular basis to catch up. Ja, das weiß ich auch. Ja. Also Mary Jane wird wohl bald sterben, so wie es aussieht. Und es gibt heute nichts zu mampfen. Dolores is not feeling well. Das ist die Mutter. We can tell. She's not her usual happy self. A good comparison would be with a hornet. She's a crazed hornet and we are sitting on top of her hornet nest. So either we talk her down or let's just talk to her, okay? Ja, oder wir nehmen die Axt und hauen ihr... Na gut, wir reden. Oh mein Gott, Ted. Was? Scheiße, ich glaube, Ted hat mit ihr geredet. Und das war... Hurt. Keine gute Idee. Dem Reden. Oh gosh, we didn't realize Dolores packs a punch like that. Ouch. Can we spare some water? Mary Jane has been asking about it all day. Dolores would really love to eat something. Ted is hungry, got sick, was hurt. Okay. War doch, komm mal. Ja, Dolores. Ja. Oh, ja. Dolores will was zu essen und Ted. So, okay. We wish we could just leave. Sitting down here with barely anything to do is driving us crazy. Yay! Was ist mit ihr jetzt los? Tired, fatigued. Okay. Hopefully the time to leave will come soon. Sieht irgendwie aus, muss ich echt sagen, wie so ein Admin-Treffen. Hopefully the time to leave will come soon. Getting something to drink for Mary Jane sounds like the right idea. Mary Jane is pretty funny. Dolores will not... Blablabla. Ja, wir haben nichts zu trinken, Jungs und Mädels. We decided to peek outside for just a minute to see if the star around the corner was still standing. When we were about to step out, we heard a growl in the darkness and a pair of ferocious eyes appeared a few feet away. We only had moments to decide what to do. Ja. Gar nichts, weglaufen. Okay. Ah, ja, ihr habt Radio mitgebracht. Wieso ist das kaputt? Okay, wir haben ein bisschen was. Und Wasser. We felt it was too risky to face whatever horror waited in the shadows. We did what any sane person would do. We shut the door. The creature was gone the next morning. Every day Tate is becoming more and more absent-minded. Since early this morning he has been completely committed to reading a newspaper, or rather something that he seemed to think was a newspaper, our toilet issue. He seemed very interested in it, so we didn't want to drag him away. Gut, der Vater liest das Toilettenpapier. Drag away from his reading. He had to answer a call of nature, but then he accidentally reached for our map. Suffice to say, it's unusual now. Absolutely unusual. However, Ted didn't seem to be very bothered by it, and when we tried to make him realize what he'd done and take back the toilet paper, he just muttered that he might lend it to us when he's finished. Oh God.
We were so afraid for Timmy, but he came back from the wasteland and is safe with us. Yay! Okay, ein paar Leute sind uns gefolgt. Okay, Supply Crates sind vom Himmel gefallen. Food Drop. Ja, was ist es? Bread, Cheese, Meat, Chocolate, no, Tomato Soup Cans. Hooray! Sehr gut, 2 Suppendinger. Someone forgot to fill the water crate with something to soften the fall. As a result, most of the bottles were shattered. Luckily, a few of them survived. 2 reichen. Every responsible and respectable family needs a first aid kit filled with some high-quality drugs. We were running short, so the opportunity to replenish them was something we were eagerly waiting. We just didn't expect the medical container to fall on another scavenger's head. That was pretty traumatic. We might need some drugs to cope with the memory. Okay. Our supplies did not include a working radio. The problem was we weren't able to find one in any of the dropped crates. Eventually we encountered a box full of toasters. We spent some time tinkering with them using trial and error and ended up with the radio that occasionally works. Okay, ein Radio aus Dolstern. We call that the win. Damn it, our gas mask was damaged during the expedition. Water is what Mary Jane needs the most right now. Timmy's very hungry. Dolores... Okay. Ich glaube, trinken sollten wir mal alle. Ted ist ja schon die ganze Zeit mit Magenknurren am Start. Very hungry. Ja, und dann kriegen weil die Tochter Mary Jane ja, nur Wasser. Gut. Und wir wollen natürlich wieder raus. Being safe down here is much better than being pulverized out there, but that doesn't mean we don't want to go outside. Maybe we could take a walk soon. The neighborhood is probably much more peaceful since the bombings. Oh mein Gott. Ach, ich hätte ihm doch ein Medikit geben können. Scheiße. Weil der ist ja sick, hurt, crazy. Und sie ist nur crazy. As long as we are safe, we can stay down here. We woke up to the smell of something burning. We got up in... Nee, echt? Warte, ich hab mein Essen noch. We got up in panic, but it turned out the fire was under control, more or less. For the past few days, Dolores has been very busy building a house of cards. It started with a single building, but soon she was out of cards after constructing a small card town standing in the corner of our bunker. During the night, Dolores set it on fire and calmly observed the flames. When we asked why, she just gave us an indifferent stare worthy of a serial killer and said that some women just want to watch the world burn. Scheiße, das Kartenspiel haben wir verloren. Mama hat's angezündet. So. Dolores still isn't full control of her mind. We are not sure what monsters are inhabiting it, but we wish they would just go away. Okay, Ted kriegt jetzt das Medikit. So, und dann schicke ich die verrückte Mutter raus. Today is a good day to go outside. Stretch a bit, get some fresh toxic air. Tag 26. So, Papa geht's wieder gut. Tethered Map. Medikit is used. So, Mary Jane's diet, Tim is good, Dolores, Ted has recovered. Oh, gibt nix. Oh ja,
If there's anyone who can rescue us from this hellish situation, it's our government. Und wir benutzen das Radio. Tag 27. Sieht alles normal aus im Bunker. We made contact. The military is out there and they're coming for us. All we need to do is wait patiently. The soldier with the boring voice was very specific about this. Help is on the way. We just need to wait for further instructions and keep our radio in working order. Okay, Mary Jane muss was trinken. Very hungry. Oh. Das wird knapp. Good news, everyone. The government just announced they will be dropping crates filled with supplies in our area. Finally, they are useful for something. We should head out to get those crates as soon as possible. Grabbing some protection gear might not be a bad idea. Ja, die ist aber kaputt, die Gasmaske. Sowas aber auch. War ja klar. It was too dangerous to go out there without any protection, so we decided to stay indoors and listen to the radio. The static is so relaxing. Warum ist Mary Jane immer noch hungrig? Ich hab dir doch was zu essen gegeben. Und Timmy ist very... Er ist very hungry. Timmy is very hungry. Okay, Timmy, du kriegst was. Ah. Tja. A traveling salesman paid us a visit today. He introduced himself as Willy. Apparently business can do well even after the end of the world. So, wir haben nichts im Austausch, obwohl wir so dringend irgendwie unsere Knifte weggeben können, müssten, hätten, sollen. Mist. Verdammt. Ja, Mama kommt wieder. Oh. Hungry, crazy, tired, vergeht. Hat sie was mitgebracht? Ich glaube, eine Wasserflasche sehe ich da. That salesman was very friendly, but he didn't have anything that was of interest to us. We were glad to see Dolores come back. It might sound paranoid, but we think someone followed us. Let's just hope this doesn't happen again. People were busy praying to the bomb, chanting something about the holy vision. That sounds really crazy, but those people seem friendly enough. Ich denke mal Pfarrer Pfleger, die haben hier Pfarrer Pfleger getroffen oder so. We ran into the church. Okay, cultists decided they won't be needing any holy water. We did a bit of a miracle work and turned empty wine bottles into quite full water bottles. Okay. So. Boah, wen schickt man raus? Einen durstigen, hungrigen, verrückten Vater oder... Komm, Vater findet bestimmt mehr, oder? Gott. Auf jeden Fall erstmal eine Expedition. We really missed the life we had, the space, the sky, the food, more food. We wish we could go back to a time before this damn bomb dropped.
What we make of today will be our tomorrow, so let's make it right. Okay, Mary Jane's diet. Ein bisschen Food braucht die. Everyone has to drink, including Mary Jane. Is there any water left? Tim prefers apple juice. Dolores should get it. Na komm, wir geben jetzt allen nochmal Wasser. Hauen wir auf Kacke. Aber ne, Ted braucht er nicht, oder? Nee. Es ist so schwierig, was man da rein interpretieren soll. Keine Ahnung. Die Worte. Enough sitting around. It's time to visit the surface. Okay, Papa geht. Howdy. Oh Gott, Papa sieht aus. Day 31. Ach, guck mal. Timmy ist... Und wo ist denn die Tochter? Oh. Timmy. Oh mein Gott. When Mary Jane's sickness got worse and when we weren't able to provide her with medicine, she decided it's time to cure whatever she had on her own. She left a note saying she's not coming back since she never even liked our town to begin with. Some water for Timmy would be nice. Timmy was driven crazy. Dolores still isn't in full control. Okay. Ted left for the surface. We hope he'll be back soon. Super Dad. Let's go. We never thought we'd live to see a dancing cockroach. We still haven't, but we saw one that was nearly as big as a cat. The good news is they're probably scared of any rats in the area. The bad news is they are huge and will probably attack us when they get a chance. Wieder mal Kakerlaken. Tag 32. Oh my, that thing is huge. And there goes another one. Roaches everywhere. Okay. Timmy ist sehr hungrig. 1 minute it was all fine and the next we were at each other's throats. How did this happen? This is insane. We need to get a grip on ourselves if we are going to survive this. Let's just sleep on it. Gute Nacht. Ich glaube, der Sohnemann ist auch tot. Lack of water drove Timmy insane. He opened the shelter door and ran away without looking back. He's not likely to return. We are done fighting, but for how long? Okay. Shine your boots and hoist the flag. The army is on the radio again. They are telling us to get our flashlight ready to signal their aircraft. It will be flying over our area later this evening. If they see our light, they know where to look for us. Hahaha. Bunkertür einfach aufmachen und ein paar leuchtende Cockroaches rausschmeißen. Papa ist zurück. Oh, krass. Hi, Dad. Hungry, sick, crazy, Ted. Fertig geht's. Was hat er mitgebracht? Nix. The signal has to wait. Besides, do they even know how much flashlight batteries cost, especially in this economy, especially after it was wiped out? Ted has safely returned. Okay. Eine Gasmaske, super. Oh Gott. Jetzt habe ich eine Gasmaske und einen hungrigen Ted zurückbekommen. Medikit soll. Ja. Aber vielleicht können wir Ted ja aufpimpen, wenn wir ihm so ein bisschen Wasser und Gedöns geben. Ist da
alles machen lassen. Und ich mache eine Expedition los. Ja, und die Roaches. Tag 35. Oh mein Gott. Heil Top. Willkommen im Bunker. Im Atombunker. This is insane. Why would we talk to roaches? Are we going insane? Are we? So. Jetzt müssen wir gucken, ob wir Papa rausschicken können. Ne, wir können keinen rausschicken. Oh Gott. Dann werde ich jetzt hier edel nicht verhungern. Ich hätte eine Wasserflasche. What the fuck? Mucke. Jetzt wird's echt hart. Ja, wir wollen eine Expedition, aber ich kann nicht machen, nichts machen. Ja, nachher noch einmal. Ja, spiele ich noch. Das werde ich tun. Ich denke mal, wenn hier jetzt das gleich durch ist. Ich bin hier gerade völlig verloren. Tag 38, kann nichts mehr machen. Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, ich werde jetzt... Today's been fine for the roast thus far. Ted's stomach is rumbling. Können die sich mal erholen? Aber die sind, glaube ich, so fertig, da geht gar nichts mehr. Wobei, er sieht doch jetzt ein bisschen besser aus. Bisschen. Oh Gott, es geht wieder los. Talking to the products of our imagination is one thing, but talking to roaches? Ted is hungry. Oh nee. Noch gibt's nix. Gibt nix. Ja, wenn man da sexy Rollenspielchen machen kann, dann vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht kann man das ja. Von Raven. Das wäre zumindest was, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt zugucken würde, wenn die jetzt hier so ein bisschen... Also, It's water for Dolores. Ted got sick, na super. Jetzt hau doch nochmal alles raus hier, komm. Jetzt ist vorbei. Ne, wir machen noch natürlich eine Expedition. Starten wir noch. The military is transmitting again. They said their first step is to locate any remaining survivors. The plane will be doing a sweep over or near. Und wir brauchen immer noch ein Flashlight. Yay, Tag 41, super. Whoa, USA. The signal has to wait besides. Okay, everything seems Ted is hungry. Ja, jetzt können wir aber keinen rausschicken. Das ist schade. Okay, ich glaube, Mama ist gerade von den Cockroaches von Papa aufgegessen worden, oder? This was a dark day for our family. This morning we realized Dolores has left the bunker. Unfortunately, she could not longer contain her insanity. We found a short note in which she explained that she's setting out to find her father and that it's her dream to follow in his footsteps and do anything good for the people of the wasteland. We have no idea what she meant, but we are going to miss her dearly. Good luck, Dolores. Ted's stomach is rumbling.
Schimpansen. So, ja, Ted, dann tut mir leid, Ted. Es wird jetzt zu Ende gehen mit dir, Ted. Aber dann können wir auch nochmal hier, Ted, komm, dann kriegst du noch einen letzten Schluck Wasser. We all thought life could be much better. That was before we got nuked. Now we think life could be much better. Anyway, not that much has changed. Ja. Jetzt sitze ich mit dem alten Sack hier im Bunker. Vielleicht kommt das Militär noch und klopft an die Tür. What we make of today will be our tomorrow, so let's make it right. Ted is hungry. Oh, das tut mir leid, Ted. Ja, wir sollen rausgehen. Ja, 44 Schnarchgeräusche. Oh, sein Magen grummelt, Ted, das tut mir leid. Aber wir brauchen jetzt auch, wir planen gar keine Expedition mehr, wir sitzen einfach lethargisch in der Ecke und gucken rum. We always wanted a pet, but we just couldn't decide what to get. A cat, a dog, no matter. We have our very own cockroach colony now. Unless we want them to stay and play fetch, we should start doing something to drive them out. Though the fetch option is quite likely they are as big as small puppies. Oh Gott. Ja gut, altes Weights-U-Treiber. Ich habe doch noch hier mit Papa so ein Ding. Guck mal, ich komme gleich auf Alti. Thirsty, hungry, sick, crazy, tired and fatigued. Fatigue. Wie spricht man das eigentlich aus? Okay, Ted, ja, is really thirsty. Wir planen nochmal eine Expedition. We have plenty of distant relatives, but none of them mean as much to us as Auntie Anna. She lives in the country, so there is a good chance she's still configuring her cow counting machine and not worrying about nukes raining down on her hen house. Too bad we don't have a photo of her, or do we? We put some photos into books a while ago after the giant coffee spill. Ja, was bringt das? Zeitvertreib. The End. Ja, die kann man nicht ballern. Ja, das war's wohl. Das war 60 Seconds. Sitze im Bunker und sterbe. Keine Ahnung. Ted could not resist the madness that was consuming him any longer. It seems that today, following the advice of his sock puppet, he left the bunker and went in an unknown direction, never to be seen again. We hope Ted and the cruel puppet that took him away from us will have lots of fun together. And so, we are left with no photos, no news and no happy thoughts. The world is too cruel. Surviving the apocalypse is no easy task. We can tell you that much. He spent 46 days in our shelter. Guck mal, an Tag 13 ist er schon verrückt geworden. Dolores left on a personal guest. Ted's new life with a sock puppet perished. Tada! So, das war's. 60 Seconds. Das Spiel mit dem Atombunker und den komischen Sachen. Da, Experience with randomly selected supplies, okay. Scavenge, was das? Scavenge supply from your house and make sure the fallout shelter is well stocked by the end of your run. No survivor included. Ach, das ist dann einfach nur sammeln. Okay, was ist das? Tutorial und das ist das volle Spiel hier. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich später im nächsten Game. Tschüss.